Du isst gesund, machst regelmäßig Sport, hältst dein Kaloriendefizit ein und trotzdem bewegt sich dein Gewicht kein Gramm. Das Problem sitzt vielleicht gar nicht auf deinem Teller. Dein Bauchfett besitzt deutlich mehr Andockstellen für Cortisol als das Fett an Armen und Beinen. Es trägt sogar ein Enzym, das sich sein eigenes Cortisol selbst herstellt, ein Kreislauf, der sich komplett selbst füttert. Basierend auf den Erkenntnissen von Dr. Robert Lustig, Professor Robert Sapolsky, Dr. Andrew Huberman und anderer Fachleute zeige ich dir jetzt, wie du diesen hormonellen Treiber ausschaltest, ohne noch eine Diät mehr durchzuziehen, die am eigentlichen Problem vorbeigeht. Hi, ich bin Arthur von Life Algorithm. Ich bin 46 Jahre alt, trainiere nur 3 Stunden pro Woche und bin in besserer Form als in meinen 30ern. Ich komme nicht aus der Medizin, sondern bin Diplom-Informatiker. Und das ist kein Nachteil, denn Informatiker denken in Ursache und Wirkung. Was du deinem Körper zuführst, bestimmt, was er dir zurückgibt. Das musste ich mir über die Jahre selbst erarbeiten, denn ich war auch dort, wo die meisten Menschen heute leider sind. Mit 23 bin ich für mein Informatikstudium nach Dortmund gezogen und mein Alltag hat sich komplett verändert. Nicht mehr Hotel Mama, sondern Mensafraß, billigste Lebensmittel zum Studentenbudget, Partys, Alkohol, kein geregeltes Leben. Bis Ende meiner 30er hatte sich einiges angesammelt. Heuschnupfen, eine vergrößerte Prostata, chronische Knieentzündung im linken Knie und Darmprobleme. Dann habe ich mein ganzes Leben umgekrempelt, weil ich nicht schon mit 40 auf dem absteigenden Ast sein wollte. Ernährung, Bewegung, Schlaf und meinen Alltag habe ich verändert. In meinem Fall sind diese Beschwerden verschwunden bzw. deutlich zurückgegangen. Ich spiele wieder mit Vollgas Basketball, gehe im Sommer mehrmals die Woche Wakeboarden und fühle mich wieder topfit. Mein Körperfettanteil liegt stabil bei etwa 12%, mal ein Prozent mehr oder weniger, ganz ohne Hungern. Und ich habe gelernt, dass Stress dabei eine entscheidende Rolle spielt. Und genau darin liegt ein Missverständnis, dem fast jeder erliegt. Wer ständig unter Strom steht, gilt als stark. Wer einen Gang runterschaltet, gilt dagegen als schwach. Dabei zahlen am Ende genau diejenigen den höchsten Preis, die ihre Gesundheit gegen kurzfristige Leistung eintauschen. Sie leiden unter Erschöpfung, Bauchfett oder einem geschwächten Immunsystem. Stell dir vor, dein Bauchfett wäre keine passive Speicherstelle, sondern eine kleine laufende Fabrik. Eine Fabrik, die ununterbrochen ihren eigenen Rohstoff herstellt und sich davon selbst am Leben hält. Genau das passiert in deinem viszeralen Bauchfett, dem Fett tief im Bauchraum, das sich um deine Organe legt. Dieses Fettgewebe trägt ein Enzym namens, dessen Namen ich gar nicht aussprechen kann, 11-Beta-Hydroxysteroid-Dehydrogenase Typ 1. Kompliziertes Wort, einfacher Mechanismus. Es nimmt inaktives Cortison, das ohnehin harmlos in deinem Blut kreist, und macht daraus vor Ort aktives Cortisol direkt im Fettgewebe selbst. Je mehr Bauchfett du hast, desto mehr von diesem Enzym produzierst du. Und je mehr aktives Cortisol dort entsteht, desto mehr neues Fett lagert genau an dieser Stelle ein. Ein Kreislauf, der sich komplett selbst füttert, ganz ohne dass du auch nur einen Bissen mehr isst. Eine Studie von Fettgewebeproben bestätigt genau das. Sowohl die Andockstellen für Cortisol als auch das Enzym sind im Bauchfett messbar aktiver als im Fett unter der Haut und beide hängen direkt mit der Menge an Bauchfett zusammen. Alle Studien findest du wie immer in der Videobeschreibung. Dazu kommt, viszerales Fett in der Bauchgegend besitzt deutlich mehr Andockstellen für Cortisol als das Fett unter deiner Haut an Armen oder Beinen. Dein Bauch reagiert also nicht einfach zufällig empfindlich auf Stress. Dein Bauch ist biologisch regelrecht darauf ausgelegt, bei erhöhtem Cortisol zuerst und am stärksten zuzunehmen, egal wie sehr du sonst überall abnimmst. Das ist der Grund, warum die klassische Diätindustrie so oft scheitert, gerade bei Menschen mit chronischem Stress. Die Industrie verkauft dir „iss weniger, beweg dich mehr“ als einzige Wahrheit und blendet komplett aus, dass ein hormoneller Treiber mitspielt, den keine Kalorientabelle erfasst. Für jemanden mit chronisch erhöhtem Cortisol ist reines Kaloriendefizit oft zum Scheitern verurteilt, ganz gleich, wie diszipliniert er ist und ganz gleich, wie viele Diätprodukte er oder sie schon gekauft hat, wie ich auch in meinem Video über Fake-Diätprodukte erkläre, das ich dir hier verlinke. Ich noch einmal sagen, dein Bauchfett ist buchstäblich eine Fabrik, die Cortisol erzeugt. Das erzeugt so etwas wie ein lokalisiertes, es ist wirklich wie ein verstärktes Stresssignal, das deinem Bauch sagt, dass es mehr Fett speichern soll. Das ist nicht nur überbewerteter YouTube-Unsinn, das ist eine echte Sache. Wie können wir diesen Kreislauf überhaupt durchbrechen? Du denkst jetzt vielleicht, okay, da muss ich einfach nur mein Bauchfett loswerden, dann hört die Fabrik von alleine auf zu produzieren. Aber das Problem sitzt tiefer in deinem Blutzucker und in deinen Muskeln.
Stell dir vor, dein Körper meldet plötzlich einen extremen Notfall. Cortisol übernimmt jetzt als Krisenmanager das Kommando. Und was macht ein Krisenmanager bei einem Alarmruf? Er fährt als erstes alle Systeme auf Sparflamme, die in diesem Moment nicht akut lebenswichtig sind. Deshalb drosselt Cortisol sofort die normalen Kraftwerke deiner Zellen, die sogenannten Mitochondrien. Die Folge, deine Zellen produzieren weniger Energie. Zeitgleich verriegelt Cortisol quasi die Türen deiner Zellen. Insulin ist eigentlich der Schlüssel, der den Zucker aus deinem Blut in die Zellen lassen soll. Wenn Cortisol die Tür aber blockiert, passt der Schlüssel nicht mehr. Der Zucker kommt nicht rein und bleibt einfach im Blutkreislauf. Genau das ist der Beginn einer stressbedingten Insulinresistenz. Und das Verrückte ist, das passiert völlig unabhängig davon, wie viel Zucker du tatsächlich isst. Hier kommt übrigens ein oft vergessener Helfer ins Spiel: Magnesium. Magnesium ist wie das Schmieröl für dieses Insulinschloss. Fehlt Magnesium, klemmt das Schloss noch stärker. Weil unsere heutige Nahrung leider viel zu wenig davon liefert, ist Magnesium eines der wenigen Supplemente, welches ich selbst seit Monaten nutze. Meine Top 3 Empfehlungen zu Magnesium findest du auf lifealgorithm.de unter Top 3 Produkte, dann Basissupplemente und Magnesium. Aber zurück zum Notfallmodus. Während die Türen deiner Zellen also verriegelt sind, schreit dein Gehirn: Alarm! Ich brauche sofort extrem viel Zucker als schnelle Energie. Warum fordert das Gehirn plötzlich Zucker? Weil unser Stresssystem noch aus der Steinzeit stammt. Wenn damals der Alarm losging, hieß das meistens Lebensgefahr. Du musstest sofort einer Gefahr entfliehen oder sogar kämpfen. Für diese körperliche Flucht benutzten deine Muskeln massenhaft Zucker. Heute gibt es aber keine wilden Tiere mehr in unserem Alltag. Dein heutiger Säbelzahntiger ist vielleicht eine böse E-Mail vom Chef, Ärger auf der Arbeit oder einfach nur eine schlechte Nachricht auf dem Handy. Du rennst also nicht weg, du sitzt einfach nur gestresst da. Das Problem ist, dein Gehirn kennt diesen Unterschied nicht. Es fordert den Zucker für die Flucht trotzdem an. Und jetzt kommt der fatale Haken. Weil du nicht wirklich wegrennst, holt sich dein Körper diesen Zucker auf eigene Faust, und zwar aus deinen eigenen Muskeln. Er baut dafür das wertvolle Protein aus zum Beispiel deinen Muskeln in Armen oder Beinen ab und verwandelt es in der Leber zu Zucker. Man kann wirklich sagen, Cortisol verbrennt im Notfall deine Brücken. Es opfert mühsam aufgebaute Muskeln, straffes Kollagen und sogar Knochensubstanz, nur um eine Krise zu überstehen, die in Wahrheit gar nicht körperlich existiert. Wenn du jetzt aber denkst, du musst Cortisol ab sofort komplett aus deinem Leben verbannen, tappst du direkt in die nächste Falle. Denn ohne Cortisol baust du keinen einzigen Muskel auf. Hier kommt der Teil, den die meisten Ratgeber auslassen. Cortisol ist nicht gut oder böse, es ist einfach ein Werkzeug. Ohne einen kräftigen Cortisolanstieg nach dem Training passiert in deinen Muskeln deutlich weniger Anpassung. Weniger Wachstum, weniger Stärke, weniger Fortschritt. Deshalb machen viele Leute einen riesigen Fehler. Sie werfen sich direkt vor dem Training hochdosiertes Vitamin C ein. Ihr Ziel: Sie wollen den Stress für den Körper beim Training so gut es geht abdämpfen. Aber das ist genau der falsche Weg. Sie unterdrücken damit nämlich exakt das Signal, das der Körper dringend braucht, um überhaupt stärker zu werden. Man sieht überhaupt keine Fortschritte beim Training, wenn das Cortisol nicht massiv ansteigt. Es ist extrem wichtig, wenn wir an Begriffe wie Cortisol, Entzündung, Stress denken. Das ist nichts Schlechtes, ja. Die Physiologie ist nicht personifiziert oder die Dinge im Körper hassen dich nicht, ja. Es ist nicht gut und schlecht, sie sind einfach da. Je mehr man versucht, Cortisol zu unterdrücken, desto mehr unterdrückt man die Anpassung. Was man will, ist genau das, was du meintest. Hohe Spitzen, gefolgt von einer schnellen Erholung und das den ganzen Tag über, um diese hormetische Stressreaktion zu bekommen. Kurzfristiger Stress ist für deinen Körper also kein Betriebsunfall, sondern ein eingebautes Trainingssignal. Das gilt übrigens nicht nur für deine Muskeln, auch dein Immunsystem reagiert auf einen kurzen, kontrollierten Reiz ganz anders als auf Dauerstress. Genau das habe ich dieses Jahr sehr konkret an mir selbst gemerkt. Während der Roggenblütezeit Ende Mai, Anfang Juni hatte ich dieses Jahr plötzlich wieder Heuschnupfensymptome, obwohl ich seit meiner Ernährungsumstellung jahrelang beschwerdefrei war. In diesem Jahr war es sehr trocken zu dieser Zeit und die Pollenbelastung war entsprechend hoch. Auffällig war, dass meine Symptome an Tagen mit intensivem Krafttraining am Morgen kaum spürbar waren. An trainingsfreien Tagen, also meistens am Wochenende, kamen sie hingegen deutlich zurück. Meine Vermutung: Der akute Cortisol- und Adrenalinschub durchs Training bremst kurzfristig genau die Immunreaktion, die hinter den Heuschnupfensymptomen steckt. Beide Hormone wirken nämlich entzündungshemmend und können die Histaminausschüttung dämpfen, die für die typischen Symptome verantwortlich ist. Ein Grund mehr, täglich zu trainieren. Falls dich das Thema im Detail interessiert, schau dir gerne mein Video zum Thema Heuschnupfen an, das ich dir hier verlinke. Viele Menschen sagen mir übrigens, ich wirke gestresst und angespannt.
Dabei ist das schlicht meine wirbelige Art, ich sitze selten still und mache ständig irgendetwas. Mein letzter Blutwert zeigte ein Cortisol von 0,11 Mikromol pro Liter, mitten im Normbereich von 0,06 bis 0,24. Das, obwohl ich objektiv einiges auf dem Teller habe. Firmengründung, Familie, 2 junge Söhne, Sport, Hobbys etc. Und das war schon vor meinem YouTube-Kanal so, damals als Senior Manager bei Amazon oder auch Geschäftsführer bei Gartenmöbel.de. Falls du das Video in der YouTube-App schaust und bisher schon etwas gelernt hast, dann nutze jetzt die Hype-Funktion unter dem Video. Es ist wie ein Super-Like und hilft, dass dieses Video mehr Menschen erreicht, die ihre Gesundheit selbst in die Hand nehmen möchten. Auf dem Papier sieht mein Alltag nach klassischem Stress aus. Trotzdem bleibt mein Cortisol im grünen Bereich. Die Forschung liefert dafür eine plausible Erklärung, die auf jahrzehntelanger Stressforschung an Menschen und Tieren beruht. Ob du einen Stressor als bedrohlich oder als beherrschbar empfindest, verändert die zelluläre Reaktion deines Körpers massiv, noch bevor überhaupt etwas passiert. Wer das Gefühl hat, die Kontrolle zu haben, wird durch moderate Herausforderungen kaum belastet, selbst wenn von außen viel Aktivität sichtbar ist. Bei einem echten Schicksalsschlag dagegen, den man wirklich nicht beeinflussen kann, kippt dieser Schutzmechanismus allerdings ins Gegenteil. Wer sich mit dieser Art von Gelassenheit und echtem Kontrollgefühl im Alltag beschäftigen möchte, findet auf lifealgorithm.de unter Top 3 Produkte, Wissen und Bildung, Bücher Gesundheit, Lifestyle und Mindset entsprechende Buchempfehlungen dazu. Wenn du also viel zu tun hast, so wie ich, aber dabei Freude empfindest, ist das für deinen Körper ein völlig anderes Signal, als wenn du dich gehetzt und hilflos fühlst. Und genau das erklärt auch, warum bestimmte gesunde Gewohnheiten für den einen wirken und für den anderen zum Problem werden, wie wir jetzt besprechen. Fasten und Sport gelten zu Recht als gesund, keine Frage. Aber ab einem bestimmten Punkt können ausgerechnet die Gewohnheiten, die dir eigentlich helfen sollen, selbst zum Stressor werden. Fasten kann Cortisol kurzfristig ansteigen lassen. Das ist erstmal normal, dieselbe Energiemobilisierung, die du schon aus dem letzten Kapitel kennst. Zum Dauerproblem wird das eher, wenn ein starres Fastenschema zusätzlich zu ohnehin hohem Alltagsstress kommt, ganz ohne Anpassung an Schlaf, Energielevel oder Lebenssituation. Ich mache im Alltag 18:6 Fasten, manchmal auch 23:1. Dazu kommen gelegentlich mehrtägige Fastenkuren. Mein bisheriger Rekord liegt bei 5 Tagen und mein Cortisol liegt trotzdem im Normbereich. Es scheint also weniger an der reinen Stundenzahl zu liegen, als daran, ob dein Körper daran gewöhnt ist und ob du flexibel bleibst, statt ein starres Schema krampfhaft durchzuziehen. An Zuschauerkommentaren merke ich, dass ich wie ein Asket wirke, alles messe und dadurch totaler Stress bzw. Gesundheitswahnsinn bei mir entsteht. Die Realität ist aber, ich messe gar nichts, halte mich nur stumpf an klare Regeln, ganz ohne Stress. 2 Mahlzeiten, keine Snacks, 5-mal die Woche 33 Minuten Krafttraining und um 22:30 Uhr ins Bett. Punkt. Und ja, ich gönne mir auch mal etwas, wie gestern zum Beispiel Eiscreme mit meiner Familie und heute sicherlich ein Stück Kuchen auf dem Kindergeburtstag meines jüngeren Sohnes oder vielleicht auch 3 oder 4. Schauen wir mal. Ausgerechnet die Gewichtsabnahme, die du eigentlich durch das Fasten wolltest, wird bei zu viel Stress dadurch blockiert. Das ist ein bisschen wie Vollgas geben mit angezogener Handbremse. Wenn du dich generell für das Fasten interessierst, dann schau in meine Videos zum Thema Fasten rein, die ich dir hier verlinke. Genauso verhält es sich mit intensivem Ausdauertraining ohne gezielte Erholungstage. Was anfangs wie gesunde Disziplin aussieht, kippt irgendwann von sinnvoller Belastung in chronischen Cortisolüberschuss und die Leistung stagniert oder verschlechtert sich sogar, obwohl noch mehr trainiert wird. Die Lösung ist aber nicht, komplett auf Fasten oder Sport zu verzichten. Die Lösung ist Variation. Mal ein kürzeres, mal ein längeres Fastenfenster. Mal ein hartes Training, mal ein lockeres Training und mal auch ein bewusster Erholungstag, an dem wirklich erholt und nicht nur pausiert wird. Ein Wort noch zu einem Trend, der auf Social Media herumgeistert, das sogenannte Cortisolgesicht. Das Phänomen an sich ist tatsächlich real. Cortisol greift in deinen Wasserhaushalt ein. Das kann dazu führen, dass dein Gesicht und dein Nacken sichtbar aufgedunsen wirken. Ein Begriff, bei dem du hellhörig werden solltest, ist die sogenannte Nebennierenschwäche. Das wird im Internet oft als echte Diagnose dargestellt. Die medizinische Wissenschaft und Fachärzte erkennen diese Krankheit aber gar nicht an. Oft ist es leider nur ein cleverer Marketingbegriff, um dir danach teure Nahrungsergänzungsmittel zu verkaufen. Hier wird ein reales Symptom genommen und mit einer falschen Diagnose verknüpft. Hast du den Begriff Cortisolgesicht vor diesem Video eigentlich schon mal gehört? Schreib mal in die Kommentare ja oder nein. Aber genug der Theorie, kommen wir jetzt zu dem, was du konkret schon morgen früh in deinem Alltag ändern kannst. Stell dir deinen Stressabbau wie einen Hocker mit 3 Beinen vor. Es gibt ein chemisches Bein,
ein strukturelles Bein und ein emotionales Bein. Wenn auch nur ein einziges Bein bricht, kippt der ganze Hocker um, egal wie stabil die anderen Beine sind. Die meisten Ratgeber konzentrieren sich aber nur auf ein einziges Bein. Und dann wundern sie sich, warum der Stress trotzdem bleibt. Schauen wir uns diese 3 Beine jetzt genauer an. Erstens das chemische Bein, Bewegung und Atmung. Hier geht es um echte Biologie. Kurze, intensive Sportintervalle, zum Beispiel 4 mal 4 Minuten an deiner absoluten Belastungsgrenze, setzen bevorzugt Fett aus dem Bauchraum frei. Und das, ohne dein Stresssystem dauerhaft zu überlasten. Der Gegenspieler dazu ist deine Atmung. Ein langsames, ganz bewusstes Ausatmen aktiviert innerhalb von Sekunden deinen Ruhenerv, den Parasympathikus. Du fährst dein Stresssystem damit quasi per Knopfdruck selbst herunter. Zweitens, das strukturelle Bein, Ernährung und Schlaf. Manche Ratgeber empfehlen ganz pauschal, iss abends Kohlenhydrate, um dein Cortisol zu senken und besser zu schlafen. Und ganz ehrlich, einige meiner Zuschauer schreiben mir, dass sie damit abends wirklich besser abschalten können. Das will ich gar nicht komplett schlecht reden. Wenn du dich tagsüber viel bewegst und viele Muskeln hast, hat dein Körper auch große Speicher für diese Kohlenhydrate. Dann kannst du dir das absolut erlauben. Aber falls du neu auf meinem Kanal bist, ich verfolge eigentlich einen klaren Low-Carb-Ansatz. Denn wenn du, wie die meisten heutzutage, viel am Schreibtisch sitzt, brauchst du diese Kohlenhydratmengen schlichtweg nicht. Wie signalisierst du deinem Körper abends also Sicherheit, ganz ohne Zucker oder Kohlenhydrate? Mit hochwertigen tierischen Proteinen und gesunden Fetten. Eine gute Portion Fett macht extrem satt und meldet deinem Gehirn evolutionär gesehen, wir haben reichlich Energie, alles ist sicher. Das Geniale daran, Fett löst dabei keine Insulinreaktion aus. Dein Blutzucker bleibt die ganze Nacht über stabil und dein Cortisol kann in Ruhe herunterfahren. Dazu kommt das Magnesium, das ich vorhin schon erwähnt habe. Grüner Tee am Nachmittag hilft zusätzlich, weil er genau das Enzym blockiert, das dein Bauchfett überhaupt erst zur Cortisolfabrik macht. Kein Baustein ersetzt den anderen, aber zusammen bauen sie ein massives Fundament für deine Erholung. Drittens, das emotionale Bein, echte Erholung. Hier geht es um Pausen, die du dir ganz bewusst nimmst und nicht nur so nebenbei auf dem Handy scrollst. Bei mir sieht das so aus. Ich gehe regelmäßig alleine spazieren. Jeden Morgen stehe ich barfuß im Garten und praktiziere das sogenannte Erden, um den Kontakt zur Natur herzustellen, der uns durch Betonplatten und Gummischuhe verloren gegangen ist. Abends vor dem Einschlafen, manchmal wirklich nur 10, 15 Minuten, lese ich klassisch echte Bücher. Aktuell gerade das Buch Made to Stick, um noch bessere Videos für euch zu machen. Und ich dusche jeden verdammten Morgen komplett eiskalt. Sommer wie Winter, ohne Ausnahmen. Das ist die einfachste Form der Wim-Hof-Methode. Die Kälte ist ein kurzer, kontrollierter Reiz, der dein Nervensystem extrem widerstandsfähig macht. Wenn du tiefer einsteigen willst, findest du das Buch Die Wim-Hof-Methode auf lifealgorithm.de unter Top 3 Produkte, Wissen und Bildung, Bücher Gesundheit und dann Atmung. Das vielleicht Wichtigste für mein emotionales Bein: Seit 5 Jahren konsumiere ich so gut wie keine Massenmedien mehr. Keine Nachrichten, kein Radio, kein Fernsehen. Dieses Jahr hat mich meine Mama daran erinnert, dass die Fußball-WM stattfindet, und das stimmt wirklich. Ich wusste es schlichtweg nicht, weil ich wirklich keinerlei Mainstream-Medien konsumiere, was sich viele gar nicht vorstellen können. Ich nutze Social Media fast nur noch für Weiterbildung und klicke aktiv alle Mainstream-Nachrichten weg, damit ich so etwas durch die Algorithmen nicht mehr gezeigt bekomme. Seitdem merke ich erst, wie wach ich geworden bin und wie sehr andere Menschen durch diesen ständigen Nachrichtenalarm unbewusst gesteuert und gestresst werden durch die permanente Flut an Eilmeldungen und Schlagzeilen, die einen Alarmzustand nach dem anderen erzeugen. Du siehst also, nichts von all dem ist teuer. Du brauchst kein Supplement-Abo und keine magischen Tropfen. Du musst nur an die Ursache ran, statt ständig nur die Symptome zu bekämpfen. Wenn du jemanden kennst, der immer gestresst ist und dem das hier helfen könnte, dann teile dieses Video mit genau dieser Person. Und wenn du dir nur eine einzige Sache aus diesem Video merkst, dann diese. Nicht die Menge an Aufgaben in deinem Leben ist das Problem. Es ist das Gefühl, ob du die Kontrolle darüber hast. Fassen wir alles nochmal kurz zusammen. Erstens, Cortisol ist kein Feind. Es ist ein Überlebenswerkzeug, das für kurze Gefahrensituationen gebaut wurde, nicht für Dauerbelastung. Zweitens, dein Bauchfett trägt ein Enzym, das aktiv sein eigenes Cortisol herstellt und sich damit selbst am Leben hält. Drittens, eine akute Cortisolspitze, etwa durch intensives Training, ist notwendig für Anpassung und kann sogar entzündungsdämpfend wirken. Viertens, nicht die objektive Menge an Aktivität entscheidet über dein Stresslevel, sondern ob du das Gefühl von Kontrolle hast. Fünftens, auch vermeintlich gesunde Gewohnheiten wie aggressives Fasten oder exzessives Ausdauertraining
können selbst zum Cortisoltreiber werden, wenn du es übertreibst. 6. Die echte Lösung liegt nicht in Nebennierensupplementen, sondern in Bewegung, Ernährung, Schlaf, echter Erholung und bewusstem Medienkonsum. Häufig ist nicht normal. Ständige Erschöpfung, hartnäckiges Bauchfett und das Gefühl, nie richtig abschalten zu können, sind keine normalen Begleiterscheinungen des Erwachsenenlebens. Sie sind behebbare Signale, wenn du an der Ursache ansetzt, statt nur an Symptomen. Falls dir dieses Video Mehrwert gegeben hat, dann abonniere jetzt kostenlos den Kanal, damit du meine wöchentlichen Videos über Gesundheit nicht mehr verpasst. Und wenn du immer als Erster wissen möchtest, welche Videos als nächstes kommen und mitbestimmen möchtest, welche Themen, welcher Titel, welches Vorschaubild, dann komm in meinen Telegram-Kanal. Ich poste dort Abstimmungen und du hast direkten Einfluss auf den Kanal. Da du dir das Video bis zum Ende angesehen hast, scheint es dir gefallen zu haben. Der YouTube-Algorithmus ist mittlerweile so ausgeklügelt, dass er sich sicher ist, dass dir dieses Video auch gefallen wird. Wie immer möchte ich mein Video mit einem Zitat zum Nachdenken beenden. Du hast Macht über deinen Geist, nicht über äußere Ereignisse. Erkenne das und du wirst Stärke finden. Mark Aurel. Bleib kritisch, bleib gesund und fang an. Peace out.